Sein frisches Grün leuchtet zwischen Weihnachtsschmuck und Kerzenlicht hervor. Seine ätherischen Öle ergänzen das Wohnzimmer zu einem Fest der Sinne. Der Christbaum ist fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Kein Wunder, werden in der Schweiz jedes Jahr 1,5 bis 1,7 Millionen Christbäume verkauft. Wir trafen Philipp Gut, Geschäftsleiter von IG Swiss Christbaum, um mehr über den festlichen Baum herauszufinden. Also hier haben wir eigentlich gerade die drei häufigsten Baumarten nebeneinander zu. Wir haben hier die Weisstanne, die einheimische. Wir haben dann hier die Nordmannstanne, die sehr ähnlich aussieht wie die Weisstanne. Die ist unten auch weiss, aber sie hat längere, buschigere Nadeln und sie ist eher rundum garniert bei den Zweigen. Und dann haben wir hier die Fichte, oder wir sagen auch Rottanne. Die Fichte ist eigentlich auch ein schöner Baum, hat kürzere Nadeln, eben hat den Nachteil, dass sie sehr schnell die Nadeln verliert, dass die bereits nach einer Woche abgehen. Genau darin liegt der entscheidende Vorteil ihrer aus Georgien stammenden Verwandten, der Nordmannstanne. Diese behält bis zu einem Monat ihre grünen Nadeln. Ein klares Kaufargument, wodurch die Nordmannstanne zu den häufigst gekauften Christbäumen der Schweiz zählt. Ebenfalls spricht für die Baumart, dass sie sich auch in unserem Klima gut anbauen lässt, ohne dass der Boden speziell behandelt werden muss. Ob nun Rottanne oder Nordmanntanne, wie erfreut man sich am längsten an dem Grün des gekauften Christbaums? Ganz idealerweise würde ich mir den Baum, wenn man ihn kauft, an einem schattigen Ort aufstellen, in einen Kessel Wasser tun und unten die Rinde dran lassen. Das geht aber nicht immer, weil sie teilweise gar nicht Platz haben im Fuß sind und dann muss man es wegnehmen. Aber dann kann der Baum natürlich nicht mehr so viel Wasser aufnehmen. Und die Haltbarkeit ist ein bisschen kürzer, als wenn man das dran lassen kann. Und auf was sollte beim Kauf geachtet werden? So ein frischer Baum hat glänzige Nadeln und die Nadeln sind auch noch relativ weich. Man kann die gut zusammendrücken und bei einem alten Baum werden dann die sehr spröd und sie werden auch matt. Laut einer Studie aus Deutschland bindet eine Christbaumkultur in 10 Jahren 145 Kilo CO2. Trotzdem gelten Plastikbaum und Topfbaum oft als nachhaltiger. Philipp Gut begegnet dem mit Skepsis. Ich habe Mühe mit einem Plastikbaum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Plastikbaum in der Stube die gleiche Ausstrahlung kann haben wie ein normaler Christbaum, also ein natürlicher Christbaum. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vom Umweltschutz her gibt es Untersuchungen, wenn man den 15 Jahre lang brauchen, den Plastikbaum, dass das auch ökologisch ist, das mag sein, aber ich weiß nicht, wer Lust hat, 15 Jahre den gleichen Plastikbaum in der Stube aufzustellen. Und wie dann eigentlich der produziert wurde und wie dann der entsorgt wird, das ist dann noch die zweite Frage. Ja, die Topfbäume, das ist eine schöne Vorstellung, wenn man meint, dass dann ein Christbaum ewig weiterleben kann, aber wahrscheinlich ist es eine Illusion. Wenn ein Baum mehrere Jahre im Topf war, es ist wie, wenn ich so stehe hier, der Baum hat die Wurzeln verdreht und wenn dann ich noch einen Schupf bekomme, kann ich überhaupt nicht mehr stehen. Und der Förster will schon gar nicht, dass ich mit dem Christbaum in den Wald komme und den setze, weil das ist eben unter Umständen eine Nordmannstanne. Und die hat bei uns im normalen Forst nichts verloren. Die gilt nicht als einheimischer standortgerechter Baum. Für WaldeigentümerInnen gilt es beim Traum von der eigenen Weihnachtsbaumplantage darum, einiges zu beachten. Denn in der Schweiz dürfen in der Regel keine Weihnachtsbäume im Wald angebaut werden. Man darf Bäume rausschneiden im Wald, die man als Christbaum verwendet, aber man darf nicht Christbaumplantagen im Wald anbauen. Und bei uns sind normalerweise Christbaumplantagen Landwirtschaftsland. Außerdem sollten WaldeigentümerInnen standortgerechte Bäume pflanzen, zu denen die begehrte Nordmannstanne allerdings nicht zählt. Ob man in seinem Wald also tatsächlich nur Rot- oder Weißtannen pflanzen darf, gilt es beim jeweiligen Forstamt zu klären. Einen Tipp für pfiffige WaldeigentümerInnen, die gern ein paar Christbäume in ihrem Wald aufbringen möchten, hat Philipp Gut dann aber doch noch. Was ich schon gesehen habe, was auch akzeptiert wird, ist, dass man grosse Laubbäume dazwischen hat und dann die später als Waldaufbau benutzen und unten einfach Christbäume pflanzt in den ersten Jahren und dann die nach ein paar Jahren rausnimmt und dann sind die weg. Und dann hat man nachher nur noch die Laubbäume, die in diesem Wald sind. Wir freuen uns bereits auf unseren Schweizer Christbaum und wünschen eine frohe Zeit.